beatitude. Und jetzt die dritte Seligpreisung. Jesus said, "Blessed are the meek, for they will inherit the earth." Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. One of the ways we learn who we are Eine Art, wie wir lernen zu sein, wie wir sind, is by comparing ourselves to other people. ist, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Stand up with me. Mögt ihr noch mal aufstehen, bitte? Do you remember doing this as a 4 or 5-year-old? Vielleicht habt ihr das auch gemacht als 4- oder 5-Jährige. Who's the tallest? Wer ist der Größte? Who's the smartest? Wer ist der Gescheiteste? Who's the fastest runner? Wer rennt am schnellsten? Who's the prettiest? Wer ist der Schönste? And we either strive to be on top Und entweder versuchen wir ganz oben zu sein, or we resign ourselves to being less than. oder wir geben wie auf und akzeptieren, dass wir nicht oben stehen. I think about how this has worked for me. Und ich überlege mir, wie das für mich immer wieder war. Very regularly, I'm comparing myself to other people. Also so regelmäßig vergleiche ich mich mit anderen How do Leuten. you tend to get caught in the trap of competition and comparing? Und wie geht es dir in diesem Feld des Vergleichens und des Of Gewinnens? feeling greater than or less than someone else. Wenn du dir immer wieder überlegst, bin ich jetzt größer als diese Person oder bin ich weniger als diese Person? I get a chance to write books, which I'm grateful for. Ja, ich hab die Chance, Bücher zu schreiben, da bin ich So dankbar dafür. I sometimes feel up here about that. Also dann bin ich vielleicht ein bisschen höher. But recently a friend of mine got a bestseller book on the New York bestseller list. Aber letzthin hat ein Freund von mir ein Buch geschrieben und das landete auf der Bestsellerliste der New York Times. It's selling millions of copies. Und da werden Millionen von diesem Buch verkauft. And I feel like wah wah wah. Und dann geht es mir so Because in comparison, weil I'm im Vergleich nothing. mit ihm ist mein Buch jetzt wirklich nichts. So the question is Also die Frage ist comparing ourselves with one another a secure way of developing a sense of identity? ist das wirklich der richtige Weg, indem wir uns ständig vergleichen, um eine sichere Identität zu entwickeln? And Jesus invites us to stop doing this Und Jesus lädt uns ein, dass wir aufhören, uns zu vergleichen. and to learn to live, to have our identity be based on something much more deep. Und unsere Identität auf etwas zu richten, das viel tiefer ist. I want you to put your hand on your heart. Also nimm mal deine Hand aufs Herz, leg deine Hand aufs Herz. And I want to remind you of what Scripture says about you. Und ich will dich einfach daran erinnern, was die Bibel über dich ausspricht. You are made in God's Du image, bist geschaffen in Gottes Ebenbild. and you have inherent dignity and worth. Und du hast Wert. You don't have to compare yourself to anyone. Du musst dich mit niemandem vergleichen. Say this after me. Und sprich mir mal nach. I am made in God's image, Ich bin in Gottes Gegenwart, Gottes Ebenbild geschaffen. and I have unearned worth. Und ich habe Wert, den ich nicht verdienen kann. If that's true for you, it's true for everyone else in the room Und weil das wahr ist für dich, gilt das für jeden in diesem Raum and everyone else on the planet. und für jeden auf dem Planeten. So turn to someone else and bow slightly towards them. Also dreh doch mal zu jemandem um und verneig dich ganz leicht vor dieser Person. And say these words to them. Und sag diese Worte zu dieser Person. You are made in God's image, Du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. and you have inherent dignity and worth. Und du hast einen Wert und eine Würde, die du gar nicht verdienst. Yeah. Good. If you need to, give him a hug. Du darfst auch die Gegenperson Peace, noch mal brother. umarmen. All right, you may be seated. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. So, this is the basis on which Jesus said, "The greatest among you will be your servant." Und das ist die Grundlage, wo Jesus sagt, der Größte unter euch, der ist euer Diener. And why he invites us into a community of equality, Und so lädt er uns ein in eine Gemeinschaft der Gleichwertigen, where men are not greater than women wo Männer nicht größer sind als Frauen or one people group above another. oder eine Volksgruppe nicht besser wäre als eine andere. And this is if we learn to practice this, it would be radically transformative in our world. Und wenn wir das umsetzen können, wäre das radikal transformativ für unsere Where Welt. we treat the least wealthy and educated person just like we do the person who is rich.
wenn wir zum Beispiel die schlechtest ausgebildetste Person genauso würdig behandeln wie die reichste Person. So this beatitude invites us to live and pray, Lord, Also- lead us in the way of humility. Also diese Seligpreisung lädt uns ein zu beten, Herr, leite uns auf dem Weg der Gerechtigkeit. Nein, leite uns auf dem Weg der Demut, Entschuldigung.